Herzlich willkommen, Signature at Work. Wir nehmen euch ja alle 2 Wochen mit in unsere Werkstatt und zeigen euch, wie wir auch etwas machen, wie wir ein Problem lösen etc. Jetzt heute haben wir hier einen Maxi S auf dem Tisch und da wechseln wir die Pneu, plus hinten dran die Bremse läuft nicht richtig, was sehr oft das Problem ist und das schauen wir jetzt an. Ja gut, ich würde mal sagen, wir starten mal vorne. Zuerst mal Rädchen raus. Man sieht jetzt auch hier schon sehr gut, das ist alles schon ein bisschen rostig und ein bisschen mitgenommen. Also da tut sicher ein bisschen Fett. Bewirkt da wahre Wunder. Zuerst mal die Seitenschütze weg. Und natürlich, wenn wir so etwas zerlegen und wir sehen, da ist irgendetwas nicht gut, dann nehmen wir Kontakt auf mit dem Kunden und das Problem ansprechen und sagen, was man sollte machen. Oh, das hebt gut, he? Oh, lecker mal was. Ja, hebt richtig gut. Also, da ist schon lange nichts mehr passiert. Oh, lecker mal was. Jetzt. Da ist wirklich alles verhockt, he? Gut. Wenn hier die Pneu wechseln, man sieht, überall hat es ein bisschen Hick weg etc. So wie das sich anfühlt, ist das ein uralter Gummi da. Also wahrscheinlich sehr, sehr zäh. Zuerst mal schauen, dass der wirklich überall schön weg ist. Und das ist jetzt halt immer ein bisschen das Problem bei den lackierten Felgen. Da muss man halt mit dem Eisen dahinter. Und ihr seht es jetzt schon da, das ist schon das Problem, dass man den muss da drüber reinlegen. Da kann man da einen Lumpen nehmen oder irgendetwas. Aber zum rausholen ist meistens, gerade bei diesen alten Pneu, halt nicht möglich von Hand. Da muss man schnell ein bisschen mit dem Eisen dahinter. Gut. Wenn das so ist, dann langt das eigentlich schon. Dann kann man da so drin und mit Druck nach außen, also gegen den Pneu, nicht gegen den Felgenring, quasi, den da so schön rausziehen. Und dann lässt man nämlich auch die Felgen heilen. Dann die andere Seite. Muss man immer schauen. Man sieht da, man hat da die tiefste Stelle eigentlich. Das ist diese Stelle. Die tiefste Stelle, dass der Pneu, die andere Seite immer dort drin ist. Man kann da so ein bisschen drin schütteln und die Felgen drüber runter. Und dann langt es in der Regel, dass man dann einfach da oben drüber ziehen kann. Man sieht es jetzt hier, gerade so bündig mit dem Pneuende. Und dann bringt man dann auch sauber weg. Nummer 1. Da die Felgen unbedingt schnell mit einem Lumpen durch. Und auch von Hand. Einfach schnell einmal rundum. Ich mache das meistens mit 3 Fingern. Und dann spürt man, ob es irgendwo vom Lack oder vom Alu, ob es irgendwelche Abplatzer hat. Oder natürlich auch irgendwelche Fremdkörper etc. Wenn wir natürlich das Rädchen schon draussen haben, schauen wir hier noch schnell in die Bremsbacken rein, also in die Bremstrommel rein. So, jetzt nehmen wir hier die Bremsankerplatte weg. Da ist Lagerspiel, das sieht alles noch gut aus. Jetzt müssen wir schnell grob ein bisschen rausputzen. Da, das tue ich jetzt mit Bremsreiniger abwaschen. All das schwarze Zeug, das ist Bremsstaub. Ich bin jetzt einer, ich tue die ganze Bremsgeschichte an, trocken montieren. Kein Fett dran und nichts. Aus einem einfachen Grund, am Fett bleibt der Bremsstaub hängen. Und das gibt mit der Zeit wie so eine Paste. Und was besser ist, das ist jetzt jedem selber überlassen. Ich persönlich mache es trocken. Und darum mit Bremsreiniger abwaschen, jetzt schnell die Beläge ein bisschen abziehen, that's it. Klar, es ist nur ein Pneuwechsel, aber wenn man das Zeug ja schon so offen hat, dann schauen wir schnell rein. Weil wenn wir jetzt gesehen hätten, oh, das ist, die sind dünn, die sind durch, dann hätten wir es wechseln können. Die sind jetzt aber noch gut, die montieren wir wieder. Ja. Da wirklich nicht, weiss ich was, abschleifen, weil wenn ihr das so von Hand macht, dann kann das da immer bei den Ecken wird das rund. Das heisst, man hat weniger Auflage von der Bremsbacken. Also es geht da rein darum, um den glasigen Belag wegzubringen. Gut. So, Schmütze her. Das muss man nicht anziehen wie ein Ochs, aber einfach, dass sich das nicht von selber löst.
So. Anziehen, das ist auch so ein Thema. Die Schrauben anziehen, das ist ein Feingewind. Also das muss man nicht wie ein Vollhonk, sondern einfach gäbig. Das ist noch schwierig zu erklären. Natürlich hat man da irgendwann ein bisschen das Gefühl. Aber jetzt vorher habe ich das Ding fast nicht losgebracht. Also dünnt das mit Bedacht anziehen, klar genug. Ich bin auch eigentlich, ziehe es eher genug an, aber nicht übertreiben. Also gut, dann kommen wir da zu der Montage von diesen Pneus. Da kommen jetzt Continental drauf. Und da sieht man Front and Rear. Also hinten und vorne die Rotation, oder? Drehrichtung. Natürlich, wenn man das Profil studiert, das ist absolut symmetrisch. Also jetzt bei einem Conti, bei dem kommt jetzt das wirklich nicht drauf an, aber das ist einfach auf jedem Pneu drauf. Anders ist es natürlich bei Slicks, die dann eine gewisse Rille haben. Meistens sind die vorne auf eine Richtung, hinten auf die andere Richtung, oder? Bremse ist links, da Front, so rum und dann passt das. Dann auch etwas, wo man wirklich darauf schauen muss. Pneuschmutzung quasi. Schmieren die Pneu gut ein, oder? Weil, das sehen wir dann nachher beim Montieren, am schönsten ist es natürlich, wenn man Pneu montieren kann, ohne die Eisen. Gerade bei lackierten Sachen ist das wirklich sehr wichtig. Nein, schaut darauf, dass da wirklich spart nicht mit dem Pneuschmutzi links, Front. Und da ist jetzt genau wie das Gleiche. Also wenn ihr den Pneu den Pneu mit dieser Kante in die tiefste Stelle rein. Und dann braucht ihr kein Eisen. Bei den meisten Pneu. Es ist nicht bei allen so, aber bei den meisten braucht ihr dann kein Eisen. Der ist jetzt ohne nur den geringsten Kraftaufwand drauf. Dann kommen wir zum nächsten. Schläuche montieren. Da sagen sehr viele, du musst immer ein bisschen Luft geben. Finde ich einen absoluten Quatsch. Ich lege jetzt schon mal so schön an, oder? Dass er nicht verdreht ist. Das ist etwas vom Wichtigsten, dass die Pneu nicht verdreht sind. Und jetzt seht ihr, das ist schon mal einfach flach drauf. Und jetzt gehe ich hier rein und tue mal das Ventil durchfädeln. Und dann das gerade mal sichern. Ihr seht, ich tue den Daumen, das so drin falten, oder? Immer in der Mitte heben und dann drin falten. So, den Pneu so einfalten. Wenn ihr den schön eingefaltet habt, der liegt da oben im Gummi rein, oder? Also, er ist nicht dort, wo wir, falls wir mit den Eisen müssten, er ist nicht dort, wo du mit den Eisen reingehst. Das macht einfach Sinn. Wichtig, nicht verdrehen und sauber einfalten, dass der nachher aufgehen kann. Und jetzt kann man da auch wieder beim Ventil oben angefangen, kann man den hier einfalten, also ein bisschen so zusammendrücken, dass das einfach wieder im tiefsten Teil von der Felgen ist. Packen, ganz Felgen ein bisschen runterklopfen oder da ein bisschen Druck geben. Theoretisch, ja, Gussfelgen sind ein bisschen schwieriger. Also der will jetzt nicht drauf. Aber jetzt kann ich da mit dem Eisen rein und ich bin sicher, dass der Pneu, der Schlauch nicht im Weg ist, oder? So. Ja gut. Jetzt geben wir da schon ein bisschen Luft. Ich gebe jetzt so extra mal ein bisschen mehr. 3,5 Bar. Und jetzt kontrolliert, dass da die Rille, das hat es auf jedem Schlauch, auf jedem Pneu, hat es die Rille, dass die wirklich außerhalb der Felgen sind. Dann das Ventil, natürlich nicht zu fest, ganz leicht, dass es kein Spiel mehr hat. Das Kontermütterli, wenn ihr habt, drauf ein bisschen kontern. Es braucht wirklich nicht viel. Das Deckel drauf. Und dann stellen wir den mal auf die Seite stellen und nehmen den Hinter raus. Also, jetzt sind wir am Hinterrad dran. Und da ist das Problem, dass die Bremse nicht schön zurückzieht. Oder? Das ist einmal das da die Feder, die als Unterstützung da ist. Meistens ist aber das Problem beim Bodenzug, beim Kabelzug. Da ist jetzt einfach wichtig, das muss natürlich laufen wie ein Eis. Genau, also diese Feder ist mal zur Unterstützung, um den Hebel zurückzuziehen.
Zusätzlich haben wir ja hier innen dann die Federchen. Ich tue jetzt die auswechseln, wie ihr seht, da, der Belag ist da fast auf 0. Die Swingbacken, die sind wirklich gut, die roten 2.0, die haben halt wirklich auch gute Bremsleistung. Weil die Trommel, man hat es auch sehr gut gesehen bei der Trommel, die war sehr rostig, das heisst, hinten hat er fast nicht mehr gebremst, weil es halt einfach genervt hat. Oder? Da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, um das drauf zu bringen. Ich tue die immer so einhängen, leicht zugeben, dass die Federn nicht rausfallen, dann so falten, dann hier drüber einstülpen und dann einfach, eben einfach. Man muss da schnell ein bisschen Gewalt haben und dann hier unten heben und dann mit etwas da drin drücken, that's it. Und jetzt klar, jetzt haben wir die zwei Federn, vor allem die da vorne, plus die Federn, die dazu beitragen, dass der Hebel schön zurückkommt. Und das ist hier also absolut gegeben. Also an diesem Teil liegt es schon mal nicht, da sind wir jetzt sicher. Dann kann ich das wieder montieren. So. Zahnkranz, wie sieht der aus? Aber der ist noch gut. Ich tue jetzt das Ganze aber gleich noch schnell putzen, auch hier hinten. Die Räder sind bereits wieder drin. Das ist ja eine simple Geschichte. Wie gesagt, nicht zu fest anziehen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel dem neue Mutter gegönnt, weil die sind halt einfach wirklich durch, rostig und man merkt da schon richtig scharfkantig. Und das ist halt vom Dutzenden Mal lösen und anziehen etc. Und jetzt war ja noch das Problem, dass der Kabelzug nicht sauber läuft nach hinten. Ich habe jetzt angeschaut, also Mutter etc. rostig, aber der Seilzug noch gut, also man sieht, der ist nie angerissen, extrem verwürgt, verbogen, hat keine Litzen, die irgendwie getrennt sind etc. Was da natürlich wahrscheinlich das Problem ist, einfach, es ist natürlich eine unheimliche Länge, oder? Es ist von da oben, da einmal durch das ganze Töffel durch bis dahinter. Also, das ist einer der längsten Kabelzüge. Früher haben wir ja gesehen, bei den alten Sachs vor allem, haben sie da so Zäpfchen drin gehabt, wo man die anschmieren von Zeit zu Zeit. Und das macht man heute nicht mehr. Ich tue jetzt dem einfach, das mache ich jetzt schon seit etwa 5 Minuten. Einfach da ein bisschen Öl tropfen. Das tut sich dann mit der Zeit schön verteilen durch den ganzen Kabelzug. Also Kabel nachschmieren. Sehr oft kommen sie und sagen, ja, die Hinterbremse zieht nicht so gut wie die Vorder'. Das ist einfach wirklich wegen dem, weil es halt ein viel längerer Weg ist und dadurch muss man viel mehr ziehen, oder? Als bei der Vorderbremse. Das ist etwa die 3-fache Länge. Also man braucht einfach viel mehr Kraftaufwand für die gleiche Bremsleistung, sage ich mal. Weil es läuft wirklich alles, es läuft einfach alles gut und mehr als Ring laufen kann es nun mal nicht. Und jetzt ist die Frage, ob es mit den Federn und mit den neuen Backen, ob es das schon gelangt hat und das mag zurückziehen. Das sehen wir sehr oft, dass der Auspuff da ansteht an dieser Schraube. Aber man darf da ruhig den Auspuff dann auch ein bisschen rauswürgen. Und man sieht jetzt schon, der geht wieder von allein bis ganz retour. Ich muss oben den Hebel. Vorher ist ja, wenn man langsam loslassen hat, ist er irgendwo da stehen geblieben und dann hat man zurückschieben. Das ist jetzt nicht mehr. Also das ist es schon gewesen. Das wird jetzt natürlich, so läuft jetzt mit der Zeit noch ein bisschen runter. Das wird nur noch besser. Da sieht man einfach wieder mal, was ein bisschen Schmutz ausmacht. Was man natürlich auch noch muss beachten ist die Kette. Also die muss man noch schön schmieren. Also da schön auf alle Seiten, dass die ganze Länge wirklich schön geschmiert ist. Die Kette habe ich vorher angeschaut. Also wenn man die längs nicht kann, wenn die längs kein Spiel hat, ist das noch okay. Die ist auch noch nicht so alte Kette. Wenn das Zeug, klar, man kann grundsätzlich alles ersetzen, aber wenn die Kette, sagen wir 500 km hat, dann ist das noch nichts. Dann hebt die locker nochmal das Dreifache. Die Kettenspannung ist natürlich auch etwas Wichtiges. Das Problem ist halt immer ein bisschen, die Zahnkränze und die Ritzen, die sind nie perfekt rund. Also man hat an einer Stelle hat man die Kettenspannung extrem stark und auf der anderen Seite dann wieder ein bisschen Luft. Ich mache es immer so, dass man dort, wo es am stärksten ist, die Kette, dass sie dort relativ satt ist und der Rest ergibt sich ja dann, oder? Und sonst sagt man in der Regel, ist eigentlich eine Kettenbreite nach oben und nach unten. Das ist das Spiel, das eine Kette haben sollte. Jetzt natürlich Luftdruck kontrollieren.
Leute mit ein bisschen Gutgewicht wie ich, also 100 Kilo, ich gebe bei meinen Höbeln immer so 3,2 Bar. Weil es ist einfach so, dass die Töpfe natürlich so mit der Zeit ein bisschen Luft verlieren. Aber wenn sie so, sagen wir mal, im Durchschnitt 60, 70 Kilo sind, dann lange 2,5 bis 2,8 Bar. Irgendwo in diesem Range rein. Und somit würde ich sagen, hoffentlich haben wir wieder etwas lernen können. Und wir machen noch ganz andere Videos natürlich in unserer At-Work-Folge. Da sehen Sie genau so Zeug, wie machen wir etwas wirklich. Da zeigen wir es auch ein bisschen detaillierter. Wir haben aber auch Projektfolgen, wo es Real Custom Shit gibt und einfach alles Mögliche. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob euch das hilft, die At-Work-Folgen. Und somit würde ich abschließen. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, tschüss zusammen. Also, wir machen jetzt ja doch schon bald 3 Jahre die Videogeschichten etc. Wir wollen uns natürlich stetig verbessern, oder? Für uns ist das immer ein bisschen schwierig. Gefällt euch das da draussen, was wir da machen, oder? Wie wollen wir das messen? Und jetzt haben wir gedacht, komm, wir machen da mal eine Umfrage. Ich weiss, Halleluja, es gibt eine Online-Umfrage. Das hasst jeder. Wir haben es wirklich probiert, so kurz zu halten wie möglich, aber das hat ja einen Sinn, nämlich, dass wir verstehen, was euch passt und wo für uns noch Verbesserungspotenzial ist. Und wenn ihr mal an die Werkstattbar kommt und uns das zeigt, dann habt ihr auch ein Freibier zu gut. Also, uns hilft es unheimlich weiter, wenn ihr die Umfrage sehr, sehr ehrlich, ist ganz wichtig, ausfüllt. Es wäre genial. Und ich danke euch schon im Voraus, dass ihr da mitmacht. Und bis bald an der Bar.